Also ich glaube, was Freddy und Gerrit hier fasziniert, ist, dass wir hier Weltherrschaft machen. Moin Moin aus dem Wunderland. Wir sind hier wieder in einer Riesenaktion im Moment am Start in Amerika und Skandinavien heute und putzen die Gleise einmal bzw. zweimal im Jahr händisch durch. Das müssen wir in mehreren Nachtaktionen machen, weil wir einfach tagtäglich ja aufhaben. Heute sind wir mit zwischen 20 und 25 Leuten hier unterwegs. Wie unsere Schienen dreckig werden, ist kein so großes Geheimnis, weil wir einfach wahnsinnig viel Zugbetrieb machen. Also das sind ja wirklich Kilometer, die jeder Zug hier im Wunderland abreißt. Wir haben Reinigungszüge, die fahren am Tag bis zu 15 Kilometer. Die Reinigungszüge sind auch ständig unterwegs. Die müssen einfach immer dabei sein. Und da bleibt es einfach nicht aus, dass natürlich Verschleiß da ist. Überall da, wo ich Elektrotechnik habe und ich setze irgendwas in Bewegung mit einem Funken und irgendeiner Energie, habe ich einen Losreißmoment, ich habe irgendwo irgendetwas, was verbrennt, wenn auch nur in minimal und einen Funken schlägt und ja, ich sag mal, einen Rußpartikel wirft. Und so setzt sich das zusammen mit Staub, der reingetragen wird durch die vielen Gäste, die wir hier auch haben. All das führt dazu, dass sich der Dreck perfekt dort sammelt und wir ihn auf der Schiene eigentlich nicht haben wollen. Gut, also eben habe ich es den Neulingen schon mal erklärt. Wir haben jedes Mal, ja dadurch, dass wir auch Freiwillige unten aus dem Shop haben, Leute, die noch nicht beim Gleiseputzen mitgeholfen haben. Das ist natürlich super stark, dass sich auch aus anderen Teams Leute beteiligen hier. Und gemeinsam kann man immer sagen, bringt es wesentlich mehr Spaß dann. Es gibt bei uns 3 Reinigungsschritte. Bei beiden Gleissystemen sind die im Grunde identisch, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil die Gleissysteme sich eben nur ähneln. Das ist einmal das 2-Leiter-Gleissystem und einmal das 3-Leiter-Gleissystem. Die Modellbauer sprechen auch ganz gerne von Gleich- und Wechselstrom, was in unseren Augen ziemlicher Quatsch ist, aber ja, warum? Wir fahren hier einen Digitalstrom und es ist weder ein Gleichstrom noch ein Wechselstrom. Den kreieren wir hier, der wird mit unseren Daten, die wir brauchen, bestückt und darauf reagieren die Züge und da ist es völlig egal, ob es das eine Gleissystem oder das andere Gleissystem ist, da ist überall sozusagen dasselbe Datensignal drauf. Und die Züge haben alle ein kleines eigenes Gehirn und wissen ganz genau, welches Datenpaket nur für sie bestimmt ist. Insofern muss man da eigentlich nicht von Gleich- oder Wechselstrom sprechen, das ist Elektrotechnik, aber das hat sich irgendwie in der Modelleisenbahnbranche so eingebürgert. Bin seit über 17 Jahren jetzt mittlerweile hier im Miniatur Wunderland und leite den Bereich Bahnbetrieb. Das war ein winziger Artikel in einer großen Hamburger Zeitung. Da kam ich gerade ganz frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker und man konnte sich das schon angucken und dann war ich hier und da stand Freddy vor mir und Stefan Herz und ich hatte keine Ahnung, wer die beiden sind. Und dann sagte Freddy, ja, eigentlich ist das ganze Team voll, sprich mal gar nicht weiter, kannst du morgen nochmal wiederkommen? Dann ist unser Elektronikmeister wieder da, sprich mit dem. Und dann kam ich einen Tag später wieder und die einzige Frage, die der an mich hatte, nachdem er mich einmal so gemustert hat, war, hast du eine eigene Modelleisenbahn? Ich sag, nee. Geil, wann kannst du anfangen? Es war in dem Bereich einfach elementar wichtig, dass er Leute hat, die vom Fach kommen, also ausgebildete Elektroniker oder Elektriker und niemanden, der schon mal irgendwo, ich sag mal im Keller oder auf dem Dachboden oder irgendwo privat der Meinung war, ich habe schon eine Modelleisenbahn gebaut, das können wir jetzt auch ein bisschen größer. Und damit für ihn sicher, dass ich das einfach nur aus fachlicher, elektrotechnischer Sicht sehe, ja, uns wirklich darauf fokussieren, das Ganze betreiben zu können. Also abgesehen von den Fachleuten, die wir hier dann auch brauchen für Elektrotechnik oder Statik oder irgendwelche Bauangelegenheiten, ist es natürlich auch für das Miniatur Wunderland elementar wichtig, dass wir absolute Experten in Sachen Modellbau haben oder auch wirklich Zugsteuerung oder das Vorbildwissen, wie hat der Zug draußen mal irgendwo, wie ist er durch die Lande gefahren und wie hat er auszusehen, damit wir hier in der Realität die Realität so gut wie möglich eben abbilden.
Wir fangen an mit einem Reinigungsschritt, indem wir mit dem Reinigungsstein hier das Gleis wirklich abziehen und da ordentlich einmal drüber schleifen und dann sieht das Gleis wirklich wieder glänzend aus. Allerdings ist es so, dass man bei diesen Reinigungssteinen den Dreck, das sieht man hier an diesem Stein, der ist ja auch nicht ganz sauber, eigentlich nicht wirklich abnimmt. Man verteilt ihn nur wieder. Ein Teil, den wische ich auch einfach von der Schiene und wische ihn irgendwo seitlich an den Schienenrand ran. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Insofern ist das ein Reinigungsschritt, aber es folgen noch 2 weitere. Dass das Wunderland wirklich da ist, wo es heute ist, das hätte ich nicht erwartet. Wobei ich mir, muss ich auch dazu sagen, früher nicht so viele Gedanken dazu gemacht habe. Da ist es einfach so gewesen, man ist hier gewesen, man hat gedacht, um Gottes Willen, was, also faszinierend, ne? Was ist das für ein krasser Scheiß, den die hier machen? Da will man irgendwie dabei sein und so ist man dann auch losgegangen. Und so haben auch alle gedacht einfach. Ich glaube, da gab es gar nicht viel, was passiert morgen oder sowas. Der nächste, und das ist für uns der wichtigste Reinigungsschritt, das ist Glasreiniger oder was auch immer man da nimmt. Man sollte sich das aber vorher ein bisschen überlegen. Wir nehmen dafür Sidolin und haben dann ein Mikrofasertuch, wickeln uns das immer um 2 Finger, ziehen dann der Länge nach das Gleis einmal ab, müssen hier an den Weichen ein bisschen aufpassen, weil die Mikrofasertücher nehmen natürlich super stark den Dreck auf. Das hilft uns total, aber an den Weichen verhaken die sich natürlich auch sofort überall. Und wenn man das nur mit genug Schwung macht, dann ist die Weiche danach hin und muss eben getauscht werden. Insofern ist da einfach erhöhte Vorsicht geboten. Ich glaube, da gab es gar nicht viel, was passiert morgen oder sowas. Da gab es auch eine Zeit, da wurde jeder Euro umgedreht und dann gab es auch mal kein Baumaterial, weil gar kein Geld mehr da war oder sowas. Und dann hat man jedes Eintrittsgeld wurde sofort wieder investiert und so weiter. Also das waren schon richtig wilde Jahre dazwischen. Ich kann aber sagen, die haben mich bis heute halt richtig geprägt, weil es mir selber total gut tut, zu wissen, dass es diese Jahre auch alle gab. Und danach kommt dann der 3. Reinigungsschritt und das ist, hört man im Hintergrund in Skandinavien schon, das Absaugen der Schiene. Weil man natürlich jetzt auch durch das Wischen und den Reinigungsstein, auch der Reinigungsstein lässt immer wieder irgendwo ein bisschen was liegen, kleine Krümel, manchmal löst sich irgendwas von der Bettung oder sowas. Und diese groben Dreckstöcke, die nehmen wir dann eben nachher nochmal mit dem Sauger auf. Und das sind die 3 Reinigungsschritte, die man normalerweise nicht alleine macht, sondern dann mit 2 oder 3 Leuten, das immer kleine Grüppchen sind, die dann sich durchfräsen und Stück für Stück über die Anlage arbeiten. Also ich glaube, was Freddy und Gerrit hier fasziniert, ist, dass wir hier Weltherrschaft machen. Wir versuchen, die Weltherrschaft zu erlangen. Das Ganze machen wir gesunderweise zum Glück in Miniatur. Insofern ist das, glaube ich, nicht so verwerflich. Wir machen hier ja im Grunde Sachen und Dinge mit Spielzeug, die so nie geplant waren. Das Spielzeug ist darauf gar nicht ausgelegt. Und trotz alledem versuchen wir das hier im Dauerbetrieb und mit ganz vielen Sachen schaffen wir das. Und wir haben natürlich einfach Experten, die sich auch mittlerweile so darauf eingeschossen haben, dass sie genau wissen, okay, welcher Motor hält hier wie und wie lange und was tauschen wir schon mal aus und was bauen wir vielleicht noch selber und wo legen wir nochmal Hand an und perfektionieren das nochmal irgendwo. Und das alles mit dem Grundstock aus der Spielzeugindustrie, die für den privaten Bereich ist eine Sensation. So, also unsere 3 Reinigungsschritte, die wir vorhin erklärt haben und die wir hier immer machen, das ist natürlich irgendwie nur die halbe Miete. Kompliziert wird das Ganze nämlich, weil das Wunderland einfach so groß ist und so riesig und wir so viele spezielle Strecken haben. Hier zum Beispiel auch die Schneelandschaften, wo man sich eher verletzen kann, weil das alles nur zerriebenes Glas ist zum Beispiel und wo man sehr genau aufpassen muss, was man denn hier reinigt und wie man es reinigt und sich die Lappen überall verfangen und man
eventuell die Schneewehen wegputzt, wenn man dann zu grob rangeht. Das ist aber jetzt alles über der Anlage. Und wenn wir über der Anlage Platz haben, dann bedeutet das immer, dass wir alle unsere Züge in den Schattenbahnhöfen haben. Und in den Schattenbahnhöfen müssen wir natürlich zwingend auch reinigen. Das heißt, in einem nächsten Schritt werden dann die Züge nach und nach über die Anlage gefahren, also auf die ganzen sichtbaren Strecken und da erstmal abgestellt, damit wir die Schattenbahnhöfe möglichst leer haben. Und jetzt zum Beispiel Conny und Axel hier im Moment gerade unter mir hier arbeiten und den Schattenbahnhof von der Nebenbahn 5 reinigen. Und wir jetzt als nächstes dann damit starten, dass wir Testfahrten machen, weil natürlich beim Reinigen auch immer mal irgendwo was umknickt oder es bricht was ab oder es liegt was auf der Schiene oder eventuell schaltet eine Weiche danach nicht mehr. Und insofern ist es immer ganz wichtig, dass wir uns danach nochmal die Zeit nehmen und alles, was wir gesäubert haben, auch wirklich flächendeckend testfahren, um dann morgen früh, sag ich jetzt mal, das Leitstandteam nicht das große böse Erwachen hat, sondern wir heute noch die gröbsten Fehler irgendwo erkennen und dann morgen der Anlagenbetrieb einfach wieder sauber starten kann. Nee. Also niemand. Also ich als allerletztes wollte mich hier in 2 cm Größe verewigen im Wunderland, aber das haben nette Mitarbeiter gemacht. Es gab nämlich irgendwann mal die Szene, dass wir ein bisschen viel Blödsinn gemacht haben und ich auch noch sehr viel jünger war. Es gab also Leute, die waren eine ganze Ecke älter als ich. Und insofern wurde ich vor, ich glaube, so ungefähr 15 Jahren irgendwann mal mit Gaffertape an so einen Bürostuhl geklebt. So, mit 3 Leuten drumherum geklebt und dann quer durchs Wunderland gefahren. Und diese Szene haben anschließend dann 2 Mitarbeiter auch auf der Anlage verewigt. Sauber. Also, ich stehe hier derzeit Las Vegas und zwar hier an der Anlagenecke, wo du mich jetzt gerade siehst, am K-System. Hier ist so ein Haus ohne Dach, sage ich jetzt mal. Da kannst du von oben in das Dach reingucken. Das ist gebrochen, lose und muss wieder geklebt werden. Wir haben hier noch 1 oder 2 weitere Defekte, nämlich die Steine, die hier an der USA 2 sind, oberhalb befestigt zwischen Bahntrasse oberhalb und dem Highway. Die sind lose, die müssen auf jeden Fall dringend mal geklebt werden. Da hinten ist was entgleist, jetzt bei den Testfahrten. Es kann natürlich immer mal sein, dass da irgendwo ein Weichenantrieb ab ist oder eine Weiche nicht schaltet oder sowas. Da muss ich jetzt hin, habe aber keine große Lust, wieder den ganzen Weg hinter die Anlage zu machen. Und insofern muss man dann halt mal den kürzeren nehmen. Das, was man jetzt hört, jetzt schalten die Weichen alle nochmal manuell durch, um zu gucken, ob die wirklich alle laufen. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Also die Reinigungskräfte für die Anlage, also das Team, was wirklich bei uns um 3, 4 Uhr nachts oder morgens schon anfängt und bis zu der Eröffnungszeit dann die Anlage reinigt, die kümmern sich nicht um Gleise, denn die Gleise werden ja auch im Tagesbetrieb einfach von unseren Reinigungszügen befahren und das reicht im weitesten Sinne. Wenn wir das sorgfältig machen, das Gleiseputzen, das übernehmen wirklich die Leute vom Leitstand, die den Tagesbetrieb auch eben ermessen können und damit zu tun haben. Und das wäre auch einfach viel zu viel. Also das Reinigen der Gleise ist dann schon einfach ein bisschen aufwendiger, weil das verschiedene Reinigungsschritte sind und das Reinigen der Anlage, das machen die eben mit ganz unterschiedlichen Werkzeugen, ne? Mit Pinseln, mit Staubtüchern, mit sehr viel filigraneren Staubsaugern und da gehen wir dann schon relativ robust vor beim Gleisereinigen. Ja, also das ist natürlich immer so eine Sache, gerade bei dem einen oder anderen neuen Mitarbeiter, der das noch nicht so trainiert hat und noch nicht so sehr das Gleichgewichtsgefühl irgendwo dabei hat, wenn er sich einarmig auf die Anlage stützt. Oder ich meine, mit beiden Armen geht das vielleicht noch und das hat er dann schon 10-mal gemacht oder sowas. Aber wenn dann er da hinten noch einen Wagen aufstellen muss oder einen Zug wieder aufgleisen muss, dann gibt es natürlich immer mal einen, der das Gleichgewicht verliert oder in den vergangenen Jahren, der das Gleichgewicht verloren hat und dann wirklich etwas böse auf die Anlage kracht oder auch in die Anlage einkracht, weil er sich irgendwo falsch aufgestützt hat. Drüben in Hamburg vor einigen Jahren gerade gehabt, da hat jemand, ein früherer Mitarbeiter,
die komplette Bahnhofshalle des Bahnhofs Dammtor zerlegt, weil er da einfach die Kraft verloren hat, sag ich jetzt mal, und dann mit dem vollen Körpergewicht runtergegangen ist. Das passiert. Wir sind jetzt im Grunde durch und wir wollten eigentlich nur einmal noch zeigen, wie das so aussieht mit sauberen Gleisen oder im Verhältnis sauberen Gleisen zu einem Abschnitt, den wir jetzt noch nicht geputzt haben. Insofern, wir sind jetzt hier im Amerika-Abschnitt, Testfahrten sind jetzt soweit alle durch und das ist so eine typische Strecke, die natürlich einfach viel befahren wird und deshalb sehr, sehr dreckig wird mit der Zeit. Und hier kann man gut erkennen, dass da kaum noch Dreck jetzt vorhanden ist auf der Schiene. Das sieht natürlich morgen nach Fahrbetrieben dann gleich wieder ganz anders aus, aber dafür haben wir unsere Reinigungszüge, die einfach täglich mitfahren. Und ja, dieses zweimal im Jahr der händischen Durchsäuberung der Gleise, das schafft schon ordentlich was weg. Hier sind wir jetzt in Knuffing, in einer der Abschnitte, die in den nächsten Tagen dann noch gereinigt werden und bis jetzt noch nicht händisch gereinigt wurden. Wenn ich da den Test dann mal wiederhole und hier einmal so über die Strecke entlang fahre, dann sieht man sofort, wie pechschwarz das ist und wie unfassbar dringend notwendig, dass ja, wir hier mal durchgehen. Okay, wir sind jetzt hier durch mit Putzen. Dem einen oder anderen fallen jetzt langsam auch die Augen zu. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir wiederholen diese Putzaktion alle 6 Monate. Kriegt der Gast natürlich nicht so richtig mit zu sehen, aber vielleicht sehen wir uns einfach mal im Wunderland. Insofern, auf bald!